In einem Zeitungsartikel über eine Ausstellung in Halle habe ich mal eine Ansicht der Stadt Dresden gesehen, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Als ich die spiegelte, stellte ich fest, ja, das kann Dresden durchaus sein. Und eine Nachfrage bei der Kustodie der Universität Halle-Wittenberg ergab die Angabe, ein Guckkastenbild. Und das interessierte mich dann und dann bin ich dem Thema ein wenig nachgegangen. Ich habe eine Anfrage geschickt und da wurde mir mitgeteilt, dass es hier einen ziemlich umfangreichen Bestand gibt und den habe ich mir dann mal angesehen. Guckkastenbilder sind eine Unterart der Druckgrafik, die es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Und sie sind speziell für den Einsatz in verschiedenartigen Guckkästen hergestellt worden. Der Guckkasten ist ganz grob gesagt eine meist hölzerne Kiste, wo durch eine Öffnung Licht hereinfallen kann. Und durch eine weitere Öffnung kann ein Mensch hineinschauen. Eine weitere Form war ein Guckkasten, wo die Objekte nicht liegend, sondern stehend gezeigt wurden. Da konnte man dann auch sehr schöne Hinterleuchtungseffekte erzielen. Die Guckkastenblätter trugen in der Regel eine Überschrift in Großbuchstaben. Das hieß dann sowas wie Vue de und dann was zum Beispiel Vue Dresde oder Vue Leipzig im Falle von Leipzig. Meistens Französisch, manchmal auch in anderen Sprachen. Und sie hatten häufig eine Erklärung im unteren Teil des Blattes, die oftmals mehrsprachig ausgeführt war. Der Einsatz dieser speziell für den Guckkasten hergestellten Bilder dürfte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angefangen haben und erstreckte sich bis ungefähr zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann wurden sie durch andere optische Instrumente ersetzt, die schon zum Teil mechanisiert waren und den Eindruck von bewegten Bildern vermitteln konnten. In den bürgerlichen und adligen Salons dürfte in erster Linie eine Art Bildungsinteresse im Vordergrund gestanden haben. Also zum Beispiel Kenntnis von fremden Ländern, von fremden Naturen, von fremden Kulturen zu erlangen, indem man sich interessante Bilder anschaut. Auf dem Jahrmarkt dürfte es sich in erster Linie um ein Sensationsinteresse gehandelt haben. Aus fremden Ländern wurde berichtet. Es wurde auch eine Schau abgezogen durch den Guckkästner und das diente in erster Linie der Unterhaltung. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass auf diesen Jahrmärkten sicherlich manchmal auch ein paar freche, obszöne Bilder gezeigt wurden und das dürfte auch das Publikum, vor allen Dingen die männliche Jugend, in erheblicher Weise angezogen haben. Das Besondere an diesem Konvolut ist erstens, es ist geschlossen in das Museum gelangt, sodass man sich vorstellen kann, dass es einen geschlossenen Bestand darstellt, der auch über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte schon in dieser Geschlossenheit benutzt wurde. Das Zweite ist, es sind Objekte, die den Gebrauch zeigen. Es sind nicht nur Blätter, die in einer grafischen Sammlung liegen und immer mit Samthandschuhen angefasst wurden, sondern es sind Objekte, die gebraucht wurden. Und das Dritte ist die Einheitlichkeit, die durch die Zurichtung erreicht wurde. So hat wahrscheinlich der Guckkästner die Grafikblätter, die alle von verschiedener Provenienz sind, zu vereinheitlichen versucht, indem er zum Beispiel rechts und links senkrechte, kulissenartige Wandscheiben aufgemalt hat. Zahlreiche Objekte haben statt der senkrechten, kulissenartigen Wandscheiben auch aufgeklebte Flächen von scharfkantigem violettem Glaskorn. Und das dürfte so glitzernde Effekte verursacht haben, was den Zuschauern mit Sicherheit einen höheren Schauwert beschert hat. Was fasziniert mich an den Guckkastenbildern? Zunächst handelt es sich um ein Phänomen, das man aus verschiedenen wissenschaftlichen Blickwinkeln beleuchten kann. Kunstgeschichte, Mediengeschichte, Kulturgeschichte. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den Vorläufer heutiger Massenmedien und hat somit, zumindest auf den Jahrmärkten und den Messen, Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen erreicht.
Im Englischen heißen Guckkästen Peepshows, weswegen man mich im Freundeskreis kurzerhand zum Peepshow-Experten erklärt hat.